Deutschland im 21. Jahrhundert. Ein Land im Herzen Europas, zwischen Alpen und der See. Woher kommt das Land, in dem wir heute leben? Geschichte im Zeitraffer. Wir haben bereits Videos zur deutschen Geschichte produziert. Diese ersten Teile der Serie sind oben und in der Videobeschreibung verlinkt. Das Römische Reich Deutscher Nation erlebt zwischen 1618 und 1648 einen unfassbar brutalen Konflikt, den Dreißigjährigen Krieg. Der Krieg endet mit dem Westfälischen Frieden. Die Rekatholisierung im Reich wird beendet. Die Konfessionen werden gleichberechtigt. Es wird praktisch eine freie Religionswahl im Reich eingeführt, allerdings nicht in Österreich. Die Schweiz wird rechtlich unabhängig vom Reich, die Niederlande und Spanien praktisch vom Reich abgetrennt. Die Schweden erhalten Gebiete in Norddeutschland, Frankreich im Elsass. Alle möglichen Gebiete werden zwischen den Fürsten umverteilt. Das Reich wird in einen Flickenteppich aus kleinen und großen Fürstentümern zerstückelt. Der Westfälische Friede ist eine Art Verfassung für Deutschland. Innerhalb des Reichs trifft man sich auf Reichstagen in Regensburg, de facto die Hauptstadt des Römischen Reichs Deutscher Nation. Ab 1663 treffen sich die Reichsstände nur noch hier, weil die Stadt mittig im Reich liegt und leicht zu erreichen ist. Der immerwährende Reichstag findet hier im alten Rathaus statt. Das Reich liegt nach dem Krieg in Trümmern. Die Bevölkerung ist enorm zurückgegangen und das Leid ist groß. Räuberische Banden aus ehemaligen Soldaten ziehen durchs Reich und machen das Land unsicher. Die Wirtschaft liegt am Boden. Das Römische Reich Deutscher Nation ist mehr ein loser Staatenbund als ein Staat. Ein Überbleibsel dieses Flickenteppichs ist, dass Deutschland heute viel dezentraler ist als andere europäische Staaten. Das sieht man zum Beispiel am Vergleich der Infrastruktur oder beim Vergleich der 10 größten Städte Frankreichs und Deutschlands, die hier gezeigt sind. Die Herrscher der deutschen Kleinstaaten bauen Paläste und präsentieren ihren Reichtum. Das sieht man bis heute an prächtigen Städten wie München oder Dresden oder auch Schlössern kleiner Herrscher, wie das hier gezeigte Schloss Sigmaringen der Hohenzollern. In den zersplitterten Kleinstaaten entsteht langsam ein deutscher Nationalismus. Die deutschen Kleinstaaten selbst sind aufgrund ihrer geringen Größe von geringer politischer Bedeutung. Während die Einheit des Reichs zerfällt, gewinnt ein Fürst an Bedeutung. Dazu muss etwas ausgeholt werden. Im 13. Jahrhundert unterwerfen die Deutschordensritter nach ihrer Rückkehr von den Kreuzzügen das Baltikum und schaffen den Deutschordensstaat. Einer der unterworfenen Volksstämme sind die Prutzen, später Preußen. Das Gebiet dieser Preußen wird mit Deutschen besiedelt. In der Schlacht von Tannenberg 1410 besiegen die Polen die Deutschordensritter. Damit ist Preußen ein Teil Polens und gehört nun nicht mehr zum Reich. 1618 wird ein deutscher Fürst aus dem Haus der Hohenzollern Herzog Preußens. 1655 kommt es zum Krieg zwischen Polen und Schweden. Durch geschicktes Taktieren und Seitenwechsel zum richtigen Zeitpunkt gelingt es dem preußischen Herzog Friedrich Wilhelm, man nannte ihn auch den großen Kurfürsten, seine Machtbasis auszubauen. Preußen wird faktisch zu einem eigenen Staat. Es gibt nun 2 deutsche Staaten, das Römische Reich Deutscher Nation und Preußen. In Österreich und Bayern werden Paläste nach dem Vorbild Versailles gebaut, wie hier in Oberschleißheim. Währenddessen wird in Preußen der Handel gefördert und Infrastrukturprojekte angegangen. Neu eingeführte Steuern ermöglichen enorme Rüstungsausgaben. Bereits 1644 leistet sich Preußen ein stehendes Heer, heißt eine Berufsarmee, die im Friedensfall nicht entlassen wird. Das ist einmalig in Deutschland. 1701 wird Preußen zum Königreich. Herrscher wie der französische König Ludwig XIV. Pressen Geld aus der heimischen Wirtschaft. Langsam entsteht jedoch eine neue Praktik, der Merkantilismus, wie in Preußen. Das Ziel hier war, möglichst hohe Mengen an Gütern in andere Länder zu exportieren, um hohe Einnahmen zu erzielen. Das heißt, Geld und eine positive Handelsbilanz wurden zum Ziel.
Dazu soll die Bevölkerung stark wachsen, damit genug Arbeitskräfte vorliegen und keine hohen Löhne gezahlt werden müssen. Um die vielen Leute zu ernähren, landet im 18. Jahrhundert die Kartoffel, ein aus Amerika eingeführtes Gewächs, immer öfter auf den Tellern der europäischen Bevölkerung. Im 18. Jahrhundert kommt es zu mehreren bedeutenden Kriegen. Im Spanischen Erbfolgekrieg von 1701 bis 1714 kämpfen die Europäer um die Herrschaft in Spanien. Im Österreichischen Erbfolgekrieg von 1740 bis 1748 kämpfen sie um Österreich. 1756 bis 1763 kracht es wieder, der Siebenjährige Krieg. Viele europäische Mächte sind mittlerweile Kolonialmächte. Daher sind diese Kriege nun nicht mehr lokal beschränkt, sondern werden weltweit geführt. Sie führen weltweit zu Millionen Toten. Die wichtigsten Ergebnisse der Kriege sind, dass Preußen zur Großmacht in Europa und Großbritannien zur führenden Kolonialmacht wird. Allgemein steigt trotz vieler Konflikte der Lebensstandard. Die Hexenverbrennungen gehen zurück. Friedrich der Große in Preußen und Maria Theresia in Österreich gehören zu einer neuen Generation von Machthabern, die dem aufgeklärten Absolutismus anhängen. Andere Konfessionen und eine freiere Meinungsäußerung werden toleriert. Die Schulpflicht und etwas mehr Menschenfreundlichkeit kommen auf. Allerdings geben die Machthaber weiter absolut den Ton an. Der aufgeklärte Absolutismus ist ein kleiner Schritt in eine neue Zeit. Vordenker wie Locke, Hobbes, Rousseau und Montesquieu verfassen im 17. und 18. Jahrhundert ihre Theorien von Gesellschaftsvertrag, Gewaltenteilung, Liberalismus, allgemeinem Wahlrecht, neuen Staats- und Wirtschaftstheorien. Sie legen den Grundstein für unsere modernen Staats- und Wirtschaftsmodelle. Ein neuer Umbruch liegt vor Deutschland und Europa. Der nächste Teil der deutschen Geschichte, Aufklärung und Revolution, wird sich hiermit befassen. Ihr findet das Video, wenn schon produziert, im Link rechts oder der Videobeschreibung.